Hallo, heute sind wir im Tierpark und Fossilium Bochum. Ja, also wir sind hier bei unseren Seehunden und wir hatten nach 10 Jahren erfreulicherweise einen doppelten Nachwuchs hier. Einmal Mitte Juni, die kleine Lotta ist auf die Welt gekommen, die Mutter ist die Cindy. Und dann haben wir eine Woche später erfreulicherweise festgestellt, dass noch ein Jungtier geboren ist, und zwar die kleine Merle, und da ist die Mutter die Babsi. Heißt, die Kleinen sind jetzt ungefähr knappe 8 Wochen alt und wie man auch gerade schön sehen konnte, fressen die einem mittlerweile aus der Hand. Das Ganze haben wir jetzt ungefähr seit einer halben Woche, dass sie zuverlässig an die Hand kommen, und von Tag zu Tag werden da deutlich mehr Heringe verspeist. Wir liegen jetzt zurzeit bei ungefähr 20 Heringen pro Tier. Dazu kommen immer noch ein paar Sprotten. Wenn dann kein Hering mehr passt, wird dann auf die Sprotte umgeschmissen. Und da kommt man auf schon mittlerweile 1,5 Kilo pro Tier am Tag. Dementsprechend nehmen die dann auch weiterhin zu. Wie man hier gerade auch sehr schön sehen konnte, wir fangen auch direkt, sobald die an die Hand kommen, mit dem Training an. Das fängt wirklich ganz schlicht an, dass die einfach an die Hand kommen und die Hand nicht mit einem Fisch verwechseln. Das wäre nämlich für uns nicht so cool. Da vermeiden wir natürlich Bisse, und ich muss sagen, das machen die sehr, sehr vorbildlich. Da gab es bisher gar keinen Zwischenfall. Das Einzige war tatsächlich einmal, dass Lotta ein bisschen übermotiviert den Eimer klauen wollte. Aber auch das ist rein spielerisches Verhalten, denn es sind ja immerhin noch Kleinkinder, also auch da völlig normal. Und das steigern wir dann immer versucht von Tag zu Tag, wenn es geht. Aber auch da kommt es natürlich auf das Individuum an. Lotta ist ein bisschen weiter, auch wahrscheinlich, weil sie eine Woche älter ist als die kleine Merle, wie man auch, wenn man genau hinsieht, ein bisschen gerade sehen konnte. Die ist dann ein bisschen zurückhaltender, aber auch das ist vollkommen okay für uns, und darauf müssen wir uns natürlich einrichten, dass da die Tiere einen komplett individuellen Fortlauf des Trainings haben. Bei Lotta konnte man, wie gesagt, schon sehen, dass es sie am Bauch anfassen konnte, ohne Probleme, dass sie das zugelassen hat. Das zeigt schon einen sehr, sehr großen Vertrauensbeweis, und somit zeigt das auch, dass wir hier bisher alles richtig gemacht haben. Seehunde bringen ihre Jungtiere an Land zur Welt, obwohl sie direkt schwimmfähig sind, die Jungtiere. Heißt, ich habe morgens gesehen, dass hier bei Cindy war das, dass hier definitiv die Geburt stattgefunden hat, da ich hier die Nachgeburt gefunden habe, und auch das Lanugo, was im Mutterleib bereits abgestoßen wurde. Aber das erste Mal gesehen habe ich sie auf der ganz anderen Seite der Anlage bei der Pinguininsel. Heißt, wenige Stunden danach muss das Jungtier bereits geschwommen sein. Und auch da ist es ganz, ganz wichtig, dass die Tiere Ruhe haben. Es war sehr, sehr früh am Morgen. Ich war zwar bereits im Zoo, aber kein Besucher war da, denn bei Seehunden besteht die Möglichkeit, dass sie die Geburt unterbrechen, sofern sie gestört werden, was jetzt zu keinem Schaden an dem Jungtier ist, aber natürlich ein unnötiger Stress, den wir dem Tier natürlich nicht geben wollten, weswegen wir auch bereits ein paar Tage vorher hier schon abgesperrt haben. Und dann natürlich auch die Zeit direkt nach der Geburt wurde hier sehr großzügig abgesperrt, da es am Tag bei Seehunden nur zu 1 bis 2, maximal 3 Saugakten kommt, die dann natürlich enorm wichtig sind bei dieser extrem kurzen Säugezeit von gerade mal 6 Wochen ungefähr. Hier hatten wir es tatsächlich schon so, dass sie nach 5 Wochen etwa schon aufgehört haben, und da ist natürlich jeder Saugakt sehr, sehr wichtig, da die Tiere am Tag bis zu 1,5 Kilo zunehmen, und jeder Akt, der da dann fehlt, ist dann natürlich ein enormer Verlust an Nahrung, und das passiert halt auch durch Störung von außerhalb, sprich in unserem Fall dann durch Besucher, weswegen, wie gesagt, hier komplett alles abgesperrt werden musste. Und jetzt zurzeit ist das immer noch abgesperrt teilweise, einfach weil man gerade ja schön sehen konnte, wir bauen gerade das Vertrauen zu unseren Tieren auf, die wir gerade hier neu zu uns bekommen haben. Und da es auch
wieder die Störung von außerhalb etwas störend, weswegen wir da einfach auf die Nummer sicher gehen wollen und da quasi keine Risiken eingehen wollen. Wie gerade eben schon gesagt, 10 Jahre ist das Ganze her und natürlich ist das für mich eine persönliche Freude, mit Seehund-Jungtieren zu arbeiten, aber natürlich wollen wir damit auch eine Botschaft weitervermitteln, und zwar den Lebensraum Nordsee, der ja sehr stark bedroht ist. Also wir sind ja hier im gesamten Lebensraumanlagenkomplex Nordseewelten, und dieser spielt auch für unsere Bildungsarbeit eine sehr, sehr wichtige Rolle, denn wir sind ja auch ein Natur- und Umweltbildungszentrum und tatsächlich gerade auch BNE zertifiziert worden. Das heißt, BNE steht ja für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und ja, da verfolgen wir eigentlich einen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, wir fördern selbstentdeckendes Lernen, wir kommen mit den Besuchergruppen, die hier bei uns im Park sind, in Kontakt, reflektieren gemeinsam unser Handeln und schauen, wie wir eben mit unserem Handeln Einfluss auf Lebensräume haben und dann eben auch, wie wir sie entsprechend schützen können. Und da ist eben diese Anlage hier ein besonderes Beispiel, weil hier eben der Lebensraum Wattenmeer dargestellt wird, der Lebensraum Nordsee, und wir haben hier unterschiedlichste Arten, natürlich unsere Aquarien mit charakteristischen Wattenmeer-Nordseebewohnern, aber eben auch hier unsere Seehunde, und genau, sie sind eben ein besonderer Botschafter für die Art, und mit unserem Nachwuchs haben wir da einmal mehr die Möglichkeit, auch einen emotionalen Zugang zu schaffen und alle mit der Nordsee verbundenen Themen anzusprechen. Also auch das Thema nachhaltiger Tourismus oder Umweltverschmutzung durch Plastik, durch den Schiffsverkehr. Das sind alles Themen, die wir hier eben thematisieren können und einen entsprechenden Zugang durch unsere Tiere schaffen können.
eure Fragen in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.